In welchen Ländern kann das deutsche Finanzamt pfänden? Das ist eine Frage, die offensichtlich viele umtreibt und genau damit wollen wir uns in diesem Video einmal befassen. Es haben uns mehrere Zuschriften von Zuschauern, von Zuhörern aus unserer Community erreicht, die genau diese Frage fragen: In welchen Ländern eigentlich kann hier das deutsche Finanzamt zugreifen, pfänden, wenn man Schulden beim Finanzamt hat? Ich gehe davon aus, dass das mit einem Video zusammenhängt, das eine bekannte deutsche Anwältin vor kurzem auf YouTube veröffentlicht hat, wo es genau um diese Frage geht. Unter anderem haben diese Frage gestellt Robin und auch Andreas. Lieber Robin, lieber Andreas, in diesem Video werde ich versuchen, hier eure Frage zu beantworten. Übrigens, wenn auch du ein interessantes Thema hast, von dem du dir vorstellen kannst, dass es für viele interessant ist und das wir mal in einem solchen Video besprechen wollen, das können andere Videos sein, Ideen, ein Problem, was du hast zum Thema Auswandern, Steuern oder auch irgendein Zeitungsartikel, den du gelesen hast, dann lass es uns wissen. Auf unserer Webseite perspektiveausland.com findest du unten in der Fußzeile unsere E-Mail-Adresse. Dort gibt es auch ein Formular, wo du einen Gast oder ein Thema vorschlagen kannst. Wir sind sehr dankbar für diese Vorschläge. Die meisten Videos, die wir hier veröffentlichen, haben ja einen Hintergrund in der ganz konkreten Beratungspraxis. Das sind also Dinge, die ich mit Mandanten hier behandle, oder das sind Dinge, die uns Mandanten hier vorgetragen haben. Also für uns sehr interessant, wenn du hier einen solchen Vorschlag hast. Wir können dir nicht garantieren, dass wir ein Video dazu machen. Es hängt natürlich davon ab, ob das Thema für alle interessant ist. Aber wie in diesem Fall scheint es ja für viele interessant zu sein. Also bitte schickt uns eure Vorschläge. Es gibt keine dummen Vorschläge, es gibt keine dummen Fragen. Einfach schicken und dann entscheiden wir, ob wir dazu ein Video machen werden. Nun aber zu der Frage von Robin und Andreas. Zunächst mal muss man hier zwei ganz wichtige Sachverhalte unterscheiden. Was für Schulden sind das, die du beim Finanzamt hast? Sind es Schulden aus strafbaren Handlungen, also zum Beispiel aus Steuerhinterziehung oder aus Steuerbetrug? Dann kannst du davon ausgehen, dass hier andere Länder sehr schnell innerhalb von wenigen Tagen, vielleicht auch wenigen Stunden mit dem Finanzamt beziehungsweise in dem Fall dann mit der Staatsanwaltschaft in Deutschland kooperieren und Konten schließen, Konten einfrieren, möglicherweise Vermögen beschlagnahmen. Ein Beispiel kann ich dir erzählen. Wir hatten einen Mandanten, der hat in der Schweiz gewohnt, er war aber Deutscher. Da gab es beim Thema Wegzug dann irgendwelche steuerlichen Querelen mit dem Finanzamt. Später hat sich herausgestellt, dass alles in Ordnung war. Er hat nichts falsch gemacht, aber es wurde ihm hier Steuerhinterziehung zur Last gelegt. Steuerhinterziehung bei der Einkommensteuer ist in der Schweiz bekanntlich keine Straftat, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Da kooperieren also die Schweizer Behörden nicht. Deswegen fügen die deutschen Strafverfolgungsbehörden hier ganz gerne den Zusatz hinzu, dass möglicherweise ein Vergehen im Bereich der Umsatzsteuer vermutet wird. Umsatzsteuerbetrug ist auch in der Schweiz natürlich schwer strafbar und zack, werden alle Konten gesperrt. Auch im Falle unseres Mandanten innerhalb von wenigen Stunden hier waren seine Schweizer Konten gesperrt. Er konnte nicht mehr auf sein Geld zugreifen, seine persönlichen Konten und auch Konten seiner Unternehmen. Wie gesagt, das alles ging dann wie so oft aus wie das Hornberger Schießen, aber es war natürlich für ihn schon ein Riesenproblem für einige Wochen, bis das Ganze dann geklärt war. Also, das heißt nochmal, du kannst davon ausgehen, dass die meisten Länder es sich nicht mit Deutschland oder einem anderen wichtigen großen Land verscherzen wollen. Und wenn es daher um strafrechtlich relevante Sachverhalte geht, wenn hier also die Ermittlungsbehörden involviert sind, der Staatsanwalt, und wenn es hier um eine Straftat geht, kannst du davon ausgehen, dass alle Länder ruckzuck reagieren, Konten sperren und anderes Vermögen beschlagnahmen innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von Stunden, innerhalb von Tagen. Aber ich meine ehrlich gesagt, Andreas und Robin, dass es euch ja gar nicht um diese Frage geht, sondern bei euch geht es ja um die Frage, was zum Beispiel, wenn ich Steuerschulden habe, wo es keine strafbaren Handlungen gibt. Also zum Beispiel, ich bin einfach nicht in der Lage, meine Steuern zu bezahlen. Ich habe nicht das Geld. Das ist ja kein Verbrechen. Also ich habe meine Steuererklärung korrekt eingereicht. Ich habe korrekt mein Einkommen erklärt. Ich habe korrekt, welche Steuern ich schulde. Aber ich habe schlicht und ergreifend kein Geld, diese Steuern zu bezahlen. Das ist nicht strafbar. Das ist ja keine strafbare Handlung. Was passiert dann? Kann dann das Finanzamt zum Beispiel meine Konten im Ausland
pfänden. In dem Video zum Beispiel von der Anwältin war die Rede hier von Ferienimmobilien in Spanien, Konten in Spanien. In dem Video wurde dann suggeriert, dass hier mehr oder weniger das Finanzamt über Nacht auf diese Assets zugreifen kann, diese Konten sperren kann oder eben die Immobilie beschlagnahmen und zwangsversteigern kann. Nun, das ist definitiv natürlich nicht der Fall. Aber lass mich das Ganze nochmal ein bisschen ausführlich erklären. Grundsätzlich, völlig unabhängig vom Finanzamt, ist es natürlich so, dass du Forderungen weltweit einfordern kannst. Mal angenommen, du bist ein deutscher Unternehmer und du hast einen Kunden in den USA und der hat seine Rechnungen nicht bezahlt, seine gerechtfertigten Rechnungen, wofür Leistung geflossen ist, wo es einen Vertrag gibt etc. pp., dann kannst du natürlich diese Forderungen auch in den USA einfordern, ganz klar. Du kannst dort ein Inkasso-Büro suchen, du kannst hier den Weg eines Mahnbescheides gehen, beziehungsweise denjenigen in den USA vor dem Small Claims Court oder vor einem normalen Gericht verklagen. Du kannst dort einen Titel erwirken, da kann dann natürlich dann auch gepfändet werden. Oder wenn es in Deutschland ein Gerichtsurteil gibt, zum Beispiel, dass er dir dieses Geld schuldet, auch dann kannst du dieses Gerichtsurteil in vielen anderen Ländern dann gerichtlich anerkennen lassen. Damit wird es dann auch rechtswirksam in diesem Land und entsprechend können auch dort die üblichen Wege beschritten werden. Ein ziemlich bekanntes Beispiel ist ja Boris Becker. Er hatte Schulden in der Schweiz, hat aber in England gewohnt. Und dann hat schlicht und ergreifend der Schweizer Gläubiger einen englischen Anwalt beauftragt und dieser englische Anwalt hat dann die Gläubigerinsolvenz in England eröffnet. Hier gibt es also letztlich keine Grenzen. Das Problem ist, dass natürlich die Kosten eines solchen Vorgehens ganz immens sein können. Also wenn du das Beispiel nimmst, zum Beispiel UK oder auch Irland oder die USA, also der ganze angelsächsische Raum, kannst du schon mal davon ausgehen, dass jeder Anwalt dort eine hohe Anzahlung von dir haben möchte. Im mindesten Fall auch bei kleinen Forderungen 10.000, 15.000 Euro. So, da stellt sich dann natürlich die Frage, wer will dieses Geld ausgeben? Wer will gutes Geld schlechtem hinterherwerfen? Deshalb werden natürlich dann vielfach im Ausland diese Forderungen nicht weiter verfolgt. Ich habe ja dazu selbst schon mehrere Videos gemacht und jemand, der jetzt zum Beispiel in Deutschland lebt und hohe Schulden hat, nicht mal unbedingt beim Finanzamt, auch irgendwo anders und dem hier schon letztlich die Decke auf den Kopf fällt und der hier Angstzustände hat, weil ihn die Gläubiger verfolgen und er hier alle möglichen Maßnahmen befürchten muss, der kann sich dadurch oftmals sehr einfach befreien, indem er einfach ins Ausland umzieht. Damit meine ich jetzt nicht, natürlich die Gläubiger zu belügen. Du ziehst ins Ausland, du schreibst dann dem Gläubiger einen Brief und sagst, ich bin ins Ausland umgezogen, ich kann die Schulden nicht bezahlen. Wenn Sie mich erreichen können, dann können Sie mich unter dieser Adresse hier erreichen. Bitte schicken Sie keine E-Mails, bitte rufen Sie mich nicht an. Ich reagiere nur auf briefliche Korrespondenz. Auf keinen Fall lügen. Wenn du hier Gläubiger in die Irre führst, kann das schwerwiegende Konsequenzen haben, möglicherweise sogar strafrechtlicher Natur. Du sagst einfach, ich wohne jetzt hier, ich kann leider meine Schuld nicht begleichen. In vielen Fällen wird gar nichts passieren. In vielen Fällen kommt vielleicht ein Brief. Das gibt dir also dann hier den Freiraum zu atmen, um hier dich finanziell neu aufzustellen. Und dann kannst du ja dann bei Gelegenheit vom Ausland aus mit deinem Gläubiger einen Vergleich abschließen oder eben dann die entsprechenden Schulden bezahlen oder vielleicht in die Verbraucherinsolvenz gehen oder was es da sonst noch so für Möglichkeiten gibt. Jedenfalls ist der unmittelbare Druck, ja, den hier die Gläubiger dann auf dich ausüben, wenn du ja in Deutschland wohnst, vielfach der unerträglich ist, der ist dann schon mal weg. Denn in den meisten Fällen, wie ich schon gesagt habe, werden dann solche Schulden erstmal nicht weiter verfolgt, weil die Kosten dafür sehr erheblich sind. So, jetzt kommen wir von dieser allgemeinen Situation, dass nämlich grundsätzlich Forderungen natürlich im Ausland hier auch verfolgt werden können, kommen wir nun mal zu der Frage, was das Finanzamt eigentlich kann, insbesondere innerhalb der EU. Hier gibt es innerhalb der EU umfangreiche Amtshilfeabkommen und das ist hier besonders trickreich gemacht. Nehmen wir einmal an, du hast deutsche Steuerschulden und du ziehst nach Frankreich um. Nehmen wir an, du hast offen kommuniziert, das deutsche Finanzamt weiß, dass du in Frankreich wohnst. Was nun das deutsche Finanzamt macht, ist sehr clever. Das Finanzamt schreibt nun die französischen Steuerbehörden an und übergibt letztlich
bildlich gesprochen, deine Schulden an die französischen Behörden. Ab dann hast du keine deutschen Steuerschulden mehr, sondern du hast französische Steuerschulden. Das heißt, die französischen Fiskalbehörden belangen dich dann für französische Steuerschulden. Das heißt, alles, was man in Frankreich eben mit seinen Bürgern macht, wenn diese hier Steuerschulden haben, dem bist dann auch du ausgesetzt. Du hörst dann auch nicht mehr von den deutschen Behörden, sondern du kommunizierst komplett mit den französischen Behörden. Du wirst als ein französischer Schuldner mit französischen Steuerschulden belangt. Und hier gibt es jetzt natürlich, wie in Deutschland auch, dann in jedem Land die Eskalationsstufen. Natürlich können hier Konten gepfändet werden, natürlich kann hier Vermögen beschlagnahmt werden, hier kann auch ein Gläubigerinsolvenzverfahren entsprechend dann eröffnet werden. Das sind alles Möglichkeiten, die die Staaten haben, und das passiert auch zweifellos. Aber, jetzt kommt das ganz Entscheidende. Meiner Erfahrung nach, hier würde mich interessieren, ob du auch Erfahrungen sammeln konntest mit diesem Prozess. Meiner Erfahrung nach von konkreten Fällen mit Mandanten dauert das alles sehr, sehr lange. Monate, Jahre. Ich kann mich an einen Mandanten erinnern, der hatte Schulden beim Finanzamt in Höhe von ungefähr 50.000 Euro. Der zog dann in verschiedene Länder um und am Ende landete er in Irland, hatte eigentlich aber nichts mit diesen Schulden zu tun, dass er dort gelandet ist. Er hatte dann ein Unternehmen, erschien dort auf der Webseite dieses Unternehmens. Das Finanzamt hat ihn irgendwie gegoogelt, hat herausgefunden, dass er in Irland ist, hat ihm einen Brief geschrieben, hat gesagt, so, du schuldest uns hier noch 50.000, bitte bezahl die jetzt, ansonsten übergeben wir das Ganze an die irischen Behörden. Er hat da nicht reagiert, er hat gar nichts gemacht. Und dann ist erstmal lange nichts passiert. Ja? Und dann hat er irgendwann von den irischen Steuerbehörden einen Brief bekommen. Die haben ihn informiert, dass sie hier um Amtshilfe gebeten wurden und er jetzt Schulden hat beim irischen Staat in Höhe von 50.000 Euro plus Zinsen und was seine Optionen sind. Bezahlen, anrufen etc. pp. Und wenn er nichts macht, würde hier die Gläubigerinsolvenz über ihn eröffnet werden. Er hatte tatsächlich Immobilienbesitz in Irland und hat sich natürlich Gedanken gemacht, was er jetzt tun soll. Für ihn stand jetzt sowieso zur Debatte, wieder in ein anderes Land umzuziehen. Er wollte aus Irland ohnehin weg. Er hat da nichts gemacht, er hat sein Haus nicht verkauft, ist in ein anderes Land umgezogen, hat von diesem Land den irischen Behörden geschrieben, ich wohne nicht mehr in Irland, ich bin umgezogen, ich wohne jetzt hier und hier. Und das Ganze hatte sich dann erledigt. Er hat nie wieder von den deutschen oder von den irischen Steuerbehörden gehört. Natürlich existieren diese Schulden noch, die sind nicht aus der Welt, das ist ja klar. Würde er jetzt nach Deutschland zurückziehen, hätte er Vermögen in Deutschland, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass hier das Finanzamt, ich will mal sagen, dazwischen grätscht und hier sein Vermögen gerne haben möchte. Aber da er das nicht vorhat, fühlt er sich momentan relativ sicher. Wir hatten einen anderen Mandanten, dem ging es ganz ähnlich. Der hat in Spanien gewohnt. Auch da kam dann der Brief hier von den spanischen Finanzbehörden, dass man eben hier im Auftrage Deutschlands Steuerschulden eintreibt. Er hat dann noch in aller Ruhe sein Haus in Spanien verkauft, hatte damit kein Vermögen mehr in Spanien. Auch er hat dann Spanien verlassen und hat hier nie wieder etwas davon gehört. So kennen wir auch noch eine Reihe von anderen Fällen, die ganz ähnlich gelagert sind. Also grundsätzlich natürlich, das deutsche Finanzamt hat hier innerhalb der EU natürlich sehr viele Möglichkeiten. Es gibt hier Amtshilfe, aber meiner Erfahrung nach dauert das Ganze sehr, sehr lange. Aber am Ende kann das Finanzamt über die ausländischen Behörden hier tatsächlich dann auch das Vermögen beschlagnahmen. Das Finanzamt selbst natürlich hat dann keinen Zugriff auf das Vermögen, aber eben die ausländische Steuerbehörde, die ja dann letztlich die Schulden beim deutschen Finanzamt wie Schulden beim ausländischen Finanzamt dann behandelt, also als lokale Schulden, die können natürlich dann dort entsprechend eingreifen. Amtshilfeabkommen, die jetzt weniger intensiv sind als die mit der EU, gibt es auch in anderen Ländern, zum Beispiel mit den USA, mit verschiedenen US-Bundesstaaten. Aber auch hier sind mir eigentlich keine Fälle bekannt, wo jemand in die USA umgezogen ist, selbst wenn er dem Finanzamt dann hier mitgeteilt hat, dass er in den USA lebt. Und selbst wenn er noch Schulden beim Finanzamt hatte, ich kenne den einen oder anderen Fall, mir ist kein Fall bekannt, wo hier vollstreckt worden wäre. Aber wie gesagt, sicherlich mag es sein, dass es solche Fälle gibt. Deswegen, wenn du Fälle kennst, wo so etwas passiert ist, freue ich mich, von dir zu hören. Hinterlass uns hier einen Kommentar zu diesem Video. Das freut uns alle, das freut die Community, das
freut mich. Lieber Andreas, lieber Robin, ich hoffe, eure Fragen hier soweit beantwortet zu haben. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, Plan B, Firmengründung im Ausland, Vermögen im Ausland zu schützen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu unterstützen, auszuwandern, ihre steuerliche Situation im Ausland zu optimieren, ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.